Wenn Ethereum das Muster wiederholt, das es seit Anfang des Jahres zeigt, dürften wir einen Rückgang auf neue Tiefststände sehen. In unserer heutigen Ethereum Swing Trading Analyse kartieren wir die vergangene und aktuelle Marktstruktur, um zu bestimmen, wohin Ethereum in den nächsten Monaten steuern könnte. Bleiben Sie bis zum Ende dran, wir zeigen Ihnen, wo wir den möglichen Boden für Ethereum berechnet haben. Schlüsseln wir es auf. Um Ethereum zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf die Marktstruktur Anfang 2022 werfen. Ende Dezember 2025 gab es eine Rallye, die am 14. Januar bei 3096 ihren Höhepunkt fand. Dieses Hoch entpuppte sich als das Jahreshoch 2026, das bis heute nicht wieder erreicht wurde. Es ist zudem ein niedrigeres Hoch als das vorangegangene Hoch vom Dezember 2025. Signifikanter war jedoch, dass der Januar zu einem Wendepunkt wurde, als der Kurs fiel und zwei vorherige Strukturtiefs von Dezember und November 2025 durchbrach. Damit bestätigte sich, dass der Abwärtstrend noch weiteres Korrekturpotenzial hatte. Anschließend kam es zum freien Fall, bis am 6. Februar bei 1754 ein bedeutendes strukturelles Tief gefunden wurde. Dieses Tief vom 6. Februar war wichtig, da es 4 Monate lang hielt und unzerstörbar schien. Käufer, die merkten, dass der Verkaufsdruck nachließ, griffen ein und trieben den ETH-Preis bis zum 17. April auf ein Hoch von 2464. Doch es gab Warnsignale, dass diese Rallye mit Vorsicht zu genießen war. Der Kurs konnte sich nicht über dem verankerten VWAP für 2026 halten und erreichte unsere berechnete Fibonacci-Widerstandszone zwischen 2072 und 2072 und 2014 nicht. Als dann ein niedrigeres Hoch gebildet wurde, schrillten die Alarmglocken, da wir wussten, ein Bruch des kurzfristigen Swing-Tiefs vom 29. April bei 2020 würde den Abwärtstrend fortsetzen. Wir erlebten dann erneut einen freien Fall, der das Tief vom 6. Februar schließlich durchbrach und am 6. Juni 2026 bei 505 neue Tiefs bildete. Doch hier konnten die Käufer wieder Fuß fassen. Ein erneuter Versuch weiter zu fallen erfolgte am 26. Juni. Der entscheidende Punkt war jedoch, dass das Tief vom 6. Juni nicht unterschritten werden konnte. Stattdessen bildete sich ein etwas höheres Tief, was ein kurzfristiges Doppelbodenmuster schuf. Dieser Doppelboden wurde bestätigt, als der tägliche Swingchart in einen Aufwärtstrend überging und die Käufer etwas Kontrolle zurückgewannen. Wir haben nun unaufhörliche Käufe mit einer 5-wöchigen Rallye und höheren Hochs gesehen. Doch die Frage ist, haben die Käufer einen strukturellen Einfluss? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Preis im Verhältnis zur Position betrachten. Das Erste, was auffällt, ja, wir haben eine starke 5-Wochen-Rallye, aber die Juli-Spanne liegt immer noch innerhalb der Juni-Spanne, INE-Spanne. Abonnenten wissen, dass wir dies als dominante Spanne bezeichnen. Die dominante Juni-Spanne hat die Preisbewegung im Juli bisher eingegrenzt, da diese weder das Hoch noch das Tief des Juni durchbrechen konnte. Solange die Käufer dies nicht schaffen, kann jede Rallye nicht allzu ernst genommen werden. Und selbst wenn es den Juni-Höchststand durchbrechen könnte, prallt es direkt gegen unsere berechnete Fibonacci-Widerstandszone zwischen 2013 und 2016, die jede Aufwärtsbewegung begrenzen könnte. Nach 5 Wochen Rallye können wir bald mit einem Rücksetzer rechnen und das wird die Zeit der Entscheidung für Ethereum sein. Kann es diesen Rücksetzer nutzen, um höher zu springen, oder wird diese Rallye verpuffen? Wir halten uns mit Verkäufen weiterhin zurück, bis wir ein bestätigtes Verkaufssignal haben. Wie werden diese Signale aussehen? Wenn die wöchentlichen Tiefs des Aufwärtstrends brechen und die tägliche Swingstruktur in einen Abwärtstrend mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs wechselt, haben wir die korrekte Marktstruktur, um wieder Short zu gehen. Dies würde mit unserem bärischen Ausblick der übergeordneten Zeitebene übereinstimmen. Um das zu erklären, müssen wir den Chart verkleinern. Wenn wir zurückblicken, bildete sich am 9. April 2025 bei einem Preis von 1385 ein bedeutendes strukturelles Tief. Dies war ein entscheidender Tiefpunkt, an dem Käufer mit Kraft in den Markt einstiegen. Diese große Umkehr führte schließlich am 24. August 2025 zum Allzeithoch von Ethereum bei 4057. Märkte wiederholen sich nicht immer, aber sie reimen sich oft. Wenn wir unsere berechnete Fibonacci-Unterstützungszone hinzufügen, liegt diese zwischen 12.494 und 1316. Denken Sie daran, unser Tief vom April 2026 lag bei 13.580. Möglicherweise sehen wir einen Liquiditätssweep des Tiefs vom April 2025 und die Bildung eines neuen Tiefs für Ethereum im Jahr 2026. Die Fibonacci-Unterstützungszone basiert auf einer übergeordneten Zeitebenenanalyse und hat daher eine größere Bedeutung. Wenn Käufer im Preisbereich von 1300 eingreifen und die Kurse steigen, könnten wir eine Doppelbodenformation sehen. Natürlich ist das zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation und wir müssten erst diesen letzten Abwärtsschub Richtung 1300 sehen.
Eine Doppelbodenformation und eine Umkehr könnten, sollte es dazu kommen, den Preis von Ethereum explodieren lassen, was eine fantastische Investitionsmöglichkeit für Anleger darstellt, die Ethereum zum möglicherweise niedrigsten Preis erwerben möchten. Eine letzte Beobachtung. Bitcoin hat ein anderes Setup, eine ABC-Korrektur, die ebenfalls einen finalen Boden auslösen könnte. Vielleicht möchten Sie sich auch dieses Video auf unserem Kanal ansehen. Wenn zwei der wichtigsten Kryptowährungen auf eine Bodenbildung hindeuten, sollten wir alarmiert sein. Sie wissen jetzt mehr über die Marktstruktur von Ethereum als über 95% der Händler und Investoren. Glauben Sie, dass Ethereum einen Doppelboden bilden könnte? Teilen Sie uns Ihre Ethereum-Preisprognose in den Kommentaren unten mit. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal für tägliche Krypto-Chart-Analysen zu abonnieren, bei denen wir uns auf Fibonacci, Marktstruktur und Preisbewegungen konzentrieren, statt auf Hype. Wir erstellen auch einen Newsletter, dem Sie kostenlos beitreten können. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der Krypto-Analyse von morgen. Streetwear Mode mit einem Hauch von Rebellion. Unverfroren mutig,